ihr wieder bei TUS Kochtour eingeschaltet habt. Letzte Woche habe ich ja in meinem Video gezeigt, wie ich asiatischen Wein My Willow hergestellt habe. Und diese Woche werde ich euch zeigen, wie man asiatische Salami mit diesem Wein herstellen kann. Und die Herstellung ist auch recht einfach. Die Salami ist sehr würzig und die Herstellung, wie gesagt, ist recht einfach, braucht aber etwas Zeit dazu. Und nun zeige ich euch auch die Zutaten dazu, was ihr benötigt. Ihr braucht letztendlich 3 Kilo Schinkenbraten, dann brauchen wir 300 Gramm Fett, dann 300 Gramm Zucker, 75 Gramm Pökelsalz, dann 1 Esslöffel Pfeffer, das habe ich bereits dann auch zerkleinert, das sind ja ganze Pfefferkörner. Dann braucht ihr 20 Gramm Knoblauchpulver, 30 Milliliter asiatischen Wein My Willow. Dann braucht ihr 1,5 Teelöffel 5 Gewürzpulver, etwas Farbe, Lebensmittelfarbe. Hier habe ich Pulverfarbe, ihr könnt aber auch Pastenfarbe nehmen und 3 Meter Daumen. Als erstes werde ich das Fett in kleine Würfeln dann schneiden. Also wirklich klein würfeln, nicht zu groß eben. Dann gebe ich das Fett dann wieder in meine Schüssel hinein. Nachdem ich das Fett jetzt fertig geschnitten habe, werde ich jetzt 1 Esslöffel Zucker hinzugeben und werde das dann im Backofen trocknen bei Umluft 50 Grad. So, also circa 1 Esslöffel. So. Dann verrühre ich das jetzt gut. So, und das verteile ich jetzt auf mein Backblech. Und das werde ich dann, wie gesagt, bei 50 Grad Umluft für ca. 30 Minuten trocknen, bis es dann auch schön glasig wird. Ich gebe dann noch ein Stäbchen hinein, damit einfach die Luft besser entfalten kann. Und so sieht das Fett jetzt aus, also sehr glasig. Also so. Und das stelle ich auch kurz beiseite und lasse es dann kurz abkühlen. Anschließend werde ich dann das Fleisch vorbereiten. Das werde ich jetzt in grobe Stücke schneiden, damit ich es später dann in den Fleischwolf geben kann. So nehme ich das und schneide einfach grobe Stücke. Bevor ich das Fleisch dann in den Fleischwolf gebe, habe ich jetzt hier die mittlere Lochung und die werde ich dann auch nehmen. Also es gibt hier jetzt 3 und die mittlere werde ich dann nehmen, also die hier. Nachdem ich das Fleisch jetzt komplett durch den Fleischwolf gegeben habe, werde ich nun das Fett und die anderen Gewürze dann hinzufügen, das Ganze gut vermischen und dann kurz auch beiseite stellen. Also zuerst das Fett eben. So.
Dann eben den Zucker. Knoblauch. Pökelsalz. Der asiatische Wein. Pfeffer. Die Farbe. Und zum Schluss dann den 5 Gewürzpulver. Und das werde ich jetzt gut vermischen. Als nächstes werde ich den Darm vorbereiten. Den Darm habe ich bereits auch schon gut ausgewaschen und werde jetzt 5 Esslöffel asiatischen Wein hineingeben und das Ganze für ca. 10 Minuten einwirken lassen. Nach 10 Minuten werde ich den Darm herausnehmen und jetzt werde ich in ca. 20 bis 25 cm das dann zurechtschneiden. Also gerade hier so ungefähr, also gerade die Länge ungefähr. Und dann schneide ich mir das so gleichmäßig ab. Nachdem ich jetzt alles zugeschnitten habe, werde ich an einem Ende von dem Darm dann einen Knoten hineinmachen. Nachdem ich jetzt fertig bin mit dem Darm, werde ich jetzt dann den Darm dann mit dem Fleisch dann stopfen. Das werde ich jetzt in einer Maschine machen. Wenn ihr keine Maschine dazu habt, könnt ihr eine Plastikflasche nehmen, den oberen Stück dann abschneiden, den Darm darüber stülpen und das Fleisch dann hineingeben und dann daraus die Wurst machen. Jetzt werde ich den Darm nehmen und da, wo der Knoten ist, hängt natürlich unten und da, wo das Loch ist, stülpe ich über mein Gerät. Nachdem ich jetzt fertig bin, nehme ich die Wurst dann herunter und werde dann hinten einen Knoten reinmachen. So. Also ruhig auch ein Stück länger übrig lassen, damit ihr einen guten Knoten reinmachen könnt. So, und dann wäre die erste Wurst dann auch fertig. So sehen die Würstchen jetzt aus. Jetzt werde ich die Würstchen kurz eintauchen in 2 Liter Wasser und 5 Esslöffel asiatischen Wein dann eintauchen. So, jetzt gebe ich eben 5 Esslöffel asiatischen Wein hinein. Jetzt werde ich die Würstchen hineingeben, aber wirklich nur kurz eintauchen und gleich wieder dann herausnehmen. So, und dann auch wieder, wie gesagt, schnell herausnehmen. So. Damit jetzt in der Wurst keine Luftbläschen sich bilden können, einfach mit einer Nadel dann Löcher einstechen.
Zur Hilfe werde ich mir jetzt Küchengarn nehmen und die Würstchen dann zusammen verbinden. Also gerade hier auf einer Seite einen Knoten machen, an einer Seite und hier an der anderen Seite. So, und jetzt habe ich alle so dann befestigt. So sehen die jetzt fertig aus und jetzt werde ich die dann mit einem Gitterrost dann drüber hängen und dann im Backofen bei 50 Grad Umluft für ca. 12 Stunden dann trocknen. Und so werde ich das jetzt in den Backofen tun und für 12 Stunden trocknen bei 50 Grad Umluft. Und so sehen die Lapseurs nach 12 Stunden aus. Ihr könnt die dann auch gleich genießen, kurz anbraten. Ansonsten legt ihr das einfach in den Gefrierschrank. Das hält sich dann auch einige Wochen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Viel Spaß beim Nachmachen und bis zum nächsten Video. Tschüss!